zusammen, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In unserem letzten Video haben wir uns angesehen, was für konkrete Unterlagen ihr benötigt, wenn ihr eure Approbation beantragen wollt und aus einem EU-Staat, einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz kommt. Heute geht es genau um das Gleiche, aber diesmal schauen wir uns das für Ärzte und Ärztinnen aus Drittstaaten an. Generell braucht ihr die gleichen Unterlagen wie auch Ärzte aus dem Ausland, aus anderen EU-Staaten. Jedoch ist das Verfahren ein bisschen komplizierter. Denn neben den ganzen erforderlichen Unterlagen müsst ihr auch noch eine Gleichwertigkeitsprüfung machen und außerdem könnt ihr nicht einfach in Deutschland wohnen und dort arbeiten, sondern ihr braucht auch noch eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Wenn ihr euer medizinisches Diplom in einem Drittstaat abgeschlossen habt, dann wird in der Regel festgestellt, dass die Inhalte eures Studiums nicht ganz mit den Inhalten eines deutschen Medizinstudiums übereinstimmen und dass es Defizite in der Gleichwertigkeit gibt. Wenn das der Fall ist, dann müsst ihr eine sogenannte Kenntnisprüfung absolvieren. Mithilfe dieser Kenntnisprüfung könnt ihr die fehlenden theoretischen oder praktischen Kenntnisse nachweisen, was euch bei der Anerkennung eurer Qualifikation hilft. Die Kenntnisprüfung bezieht sich dabei auf den gesamten Inhalt eines deutschen Medizinstudiums. Ihr müsst damit zeigen, dass ihr genau über das gleiche Wissen verfügt wie auch ein Absolvent an einer deutschen medizinischen Fakultät. Die Kenntnisprüfung dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten und ist eine mündlich-praktische Prüfung. Die Schwerpunkte hierbei liegen auf den Themen Innere Medizin und Chirurgie. Falls ihr die Prüfung beim ersten Mal nicht besteht, könnt ihr sie maximal zweimal wiederholen. Das ist auch der Fall, falls ihr die Prüfung vielleicht schon mal in einem anderen Bundesland gemacht habt und dort durchgefallen seid. Also generell gilt, ihr dürft die Prüfung nur zweimal wiederholen. Anders als bei Bürgern aus einem EU-Staat müsst ihr vor der Einreise nach Deutschland bei einer deutschen Auslandsvertretung ein Visum beantragen. Je nachdem, aus welchem Grund ihr nach Deutschland kommt, gibt es verschiedene Visa. Zum Beispiel das Visum zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation. Mit diesem Visum könnt ihr Maßnahmen vornehmen, damit eure ausländische Berufsqualifikation in Deutschland anerkannt wird. Dabei kann es sich um theoretische oder auch praktische Maßnahmen handeln, wie zum Beispiel die Kenntnisprüfung, Vorbereitungskurse, Sprachkurse oder praktische Anpassungsmaßnahmen. Voraussetzung hierfür ist, dass das Anerkennungsverfahren bereits durchgeführt wurde und ein Defizitbescheid vorliegt. Der Aufenthalt zur Anerkennung einer Berufsqualifikation ist auf 18 Monate beschränkt und kann nur in Ausnahmefällen auf 24 Monate verlängert werden. Wenn die Zeit nicht reicht, um die ganzen Maßnahmen vorzunehmen, damit eure ausländische Berufsqualifikation anerkannt wird, dann würde ich euch raten, dass ihr zuerst ein Visum zu einem Sprachkurs beantragt. Laut deutschem Recht könnt ihr eure Anerkennung bereits aus dem Ausland heraus beantragen. Ihr müsst euch dann aber sicher sein, also in welchem Bundesland ihr zukünftig tätig sein wollt, damit ihr die zuständige Behörde kontaktieren könnt. Die Liste der zuständigen Anerkennungsbehörden habe ich euch hier nochmal beigefügt. Weitere Infos zur Anerkennung könnt ihr übrigens auf der Webseite anerkennung.de finden. Auch das Beratungsangebot der zentralen Servicestelle für Berufsanerkennung bietet euch Unterstützung bei der Zusammenstellung eurer Unterlagen und hilft euch dabei und berät euch dabei. Auch würde ich euch raten, regelmäßig die Webseite der zuständigen Behörden zu besuchen.
Denn wie schon mal erwähnt, kann es sein, dass sich die notwendigen Unterlagen von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterscheiden. Wir bei Antrax möchten euch dabei helfen, damit eure ausländische Berufsqualifikation in Deutschland anerkannt wird. Außerdem bereiten wir euch auch optimal auf die Fachsprachenprüfung vor. Mit unserem B2-C1-Kurs für Mediziner oder unserem speziellen Vorbereitungskurs für die Fachsprachenprüfung seid ihr bestens für die Herausforderung gewappnet. Wir unterstützen euch auch bei der Beantragung des Visums und helfen euch bei der Wohnungssuche. So, das war's erstmal für heute. Wenn euch unser Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach auf Gefällt mir klickt oder unserem Kanal folgen würdet. Dann bleibt ihr gleich auf dem Laufenden. Im nächsten Video wird es dann wieder ein neues spannendes Thema geben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und auf Wiedersehen.